Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute ein etwas kurzes, schnelles, aber meiner Meinung nach hilfreiches Video. Und zwar bei diesem Opel Corsa D möchten wir einmal den Seitenblinker ausbauen, einbauen, dass es einfach dazu ein Tutorial gibt, wie man das Ganze ausbauen kann, ohne die Klammern kaputt zu machen oder wie man die allgemein ausbauen kann, ohne den Kotflügel zu zerkratzen. Das ist meistens dann ziemlich ärgerlich, weil dann fängt es da an zu gammeln, wenn der Lack abplatzt, wenn man da mit einem Schraubenzieher dran geht. Und ja, ich denke, das wird schon dem einen oder anderen helfen. Opel Corsa D, Baujahr 2009. Und ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, kurze Einblendung. Ich hoffe, das mit dem Ton ist einigermaßen okay für euch. Ich filme hier in der neuen Halle. Und ja, der Sponsor des heutigen Videos ist XXL Automotive. Wir arbeiten schon des Längeren mit XXL Automotive zusammen, beziehungsweise beziehen Werkzeug von dort. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Deswegen, unten ist das Ganze verlinkt. Mit dem Code VITYAWOLF10 oder VITYAWOLF bekommt ihr auch noch 10%. Und ja, ihr müsst das Werkzeug auch nicht kaufen. Wenn ihr zum Beispiel Blockierwerkzeug benötigt, könnt ihr das Ganze auch ausleihen. Also sämtliche Werkzeuge könnt ihr auch ausleihen. Müsst ihr nicht unbedingt kaufen. Und die Passgenauigkeit bei dem Werkzeug ist auch wirklich gut. Ich hatte bis jetzt auch noch nie Probleme mit Steuerketten, Zahnriemen, dass irgendwelche Blockierwerkzeuge nicht gepasst haben, was bei manchen anderen leider der Fall ist. Und da gibt es auf jeden Fall keine Probleme. Deswegen, ja, checkt es unten mal ab, wenn ihr Werkzeug benötigt. Ruft dort an, schreibt E-Mails, fragt dort mal an, vergleicht mal die Preise. Und ja, könnt ihr auch natürlich gerne unten in die Kommentare schreiben, wer von dort mal Werkzeug bezogen hat. Wir blenden das Logo hier mal ein. Wir blenden auch mal die anderen Logos ein, denn die haben auch zwei Hausmarken, zwei eigene Hausmarken. Ja, von daher, ja, und Werkzeug, jeder gute oder jeder Schrauber kennt das, man kann nie genug davon haben, vernünftiges Werkzeug. Deswegen, ich würde sagen, weiter mit dem Video. Und zwar kann man das Ganze hier folgendermaßen machen. Und schon hat man das Ganze ausgebaut. Das bedeutet, von vorne nach hinten drücken. Also quasi von vorne, wenn man an dem Seitenblinker dran ist, quasi nach links. Da befindet sich nämlich dann einmal die Klammer. Aufpassen, dass das Kabel euch nicht reinfällt. Hier kann man das Ganze dann einmal sehen. Da ist die Klammer, die quasi eingedrückt wird. Dann bewegt man das Ganze dahin und holt das Ganze einmal raus. Dann kann man die Lampe auch wechseln, wenn man möchte. Oder das Ganze sauber machen. Oder wenn man es zum Lackieren benötigt. Wir machen das Ganze einmal sauber und bauen das Ganze wieder ein. Und wenn wir das Ganze dann fertig haben, weil wichtig ist es natürlich, die richtige Seite zu benutzen, weil wenn man jetzt hier anfängt, irgendwas rumzuhebeln, bricht man sich hier den Pin ab und dann hält das Ganze nicht mehr. Und einsetzen, erst vorne rein, das war's. Und wenn man hier mit dem Schraubenzieher irgendwas anfängt zu machen, ist klar, Lack platzt ab, dann fängt an das Ganze zu gammeln. Und so hat man das Ganze jetzt in Ordnung gebracht. Ja Leute, so schnell und so einfach kann man den Seitenblinker, auf der anderen Seite natürlich identisch, nur dass ihr quasi, hier müsst ihr das Ganze nach links bewegen, dort müsst ihr das Ganze nach rechts bewegen und dann abmachen. Richtig? Moment. Genau, das Ganze nach rechts bewegen, also quasi immer nach hinten den Seitenblinker bewegen. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir machen mal einen Kauflink vom Seitenblinker bzw. von der Lampe unten mal rein, wen es interessiert. Ansonsten lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.